Hallo, hier ist wieder eure Nadine. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mich weiterhin auf der Entdeckungsreise des Porings begleitet. Heute machen wir einen Swipe. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Hier jetzt einmal ohne den Schnellvorlauf, so könnt ihr das Arbeitstempo besser erkennen. Durch das Erhitzen aktivieren wir das Silikon, wodurch diese schönen Zellen entstehen. Hier gehe ich jetzt nochmal mit Farbe durch. Einfach mit dem Holzspatel etwas Farbe aufnehmen und dann einbringen. So könnt ihr noch zusätzliche Muster erschaffen und etwas Struktur in euer Bild bringen. Teilweise nehme ich jetzt hier schmale Papierstreifen, das ist etwas stärkeres Papier, und fahre dann hiermit nochmal drüber. Swipe so kleine einzelne Bereiche nochmal nach. Ja, die Zellen sind wirklich sehr groß geworden, sind auch im Nachgang noch gewachsen. Also das Bild hat sehr, sehr viele Zellen und große Zellen. Wenn ihr Fragen habt zum Thema, wie mische ich mein Pouring-Medium, welches Verhältnis ich verwende für die Farben mit Pouring-Medium etc., findet ihr in Pouring für Anfänger Teil 1 in meinem Kanal. Schaut gerne mal rein. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch oder vielleicht sogar ein Abo von euch. Wünsche euch eine gute Zeit und freue mich auf das nächste Video mit euch. Macht's gut, bis dann, eure Nadine. Und bleibt dran, jetzt kommen die Outtakes. Jetzt kommt der Kater. Moment. Hallo Frodo. Hallo. Magst du mal gucken? Guck mal. Sag mal hallo. Hi. Hi. So. Der Frodo hat aber jetzt hier einen Stuhl, wo er drauf darf. Und wenn er da nicht bleibt, fliegt er wieder raus, weil da hinten liegen nasse Bilder auf dem Boden. Okay? Hier ist ein Stuhl.